Hi und herzlich willkommen zur Duel-Dienstag mit Safe Date, Sario Bibio und Ronte Zott. Wir waren lange nicht im Talk, also gehen wir rein mit unserem neuen Thema. Karten. So, wechseln wir. Wir reden heute darüber, beim neuen Set, welche Karte kaufe ich, welche hat vielleicht Potenzial, welche Karte kann ich besonders günstig einkaufen und warum. Genau. Und damit ist das Video schon wieder vorbei und es gibt keine. Und tschüss. Nein, mal im Ernst, es gibt keine, oder? Nö. Ja. Also ich habe für Lemmerlein, ne, da werden wir nächste Woche noch ein Live-Interview zu aufnehmen. Hatte ich richtig Hoffnung an diese Karte. Ich habe extra aufgeschrieben, wie sie heißt, weil ich nicht merken kann, weil der deutsche Titel so furchtbar ist. Das Sing Together mit den Musen, ne? Ja. Alles Böse bis dabei ins Gras. Das kann man sich auch einfach nicht merken. Ich würde es Abdip nennen. Das geht locker flockig von der Zunge. Ich dachte, was für eine geile Karte. Ne? Also so ein neues Under the Sea, weil das rotiert hier auch raus. Und dann ist das zwar nur für 2 Kreaturen. Dafür darf die Stärke 3 betragen und vor allem inkbar. Das ist geil, richtig geile Karte, eine coole Alternative zu Under the Sea. Wollte sie gerade heute stellen, lag hier so auf der Couch. Und was sehen meine müden Augen? Dass es zurück auf die Hand gibt. Also was genau macht das? Zeig mal. Ach, das ist ausgegangen. So, gemeinsam singen 8, macht Tinte, kostet 8. Schicke bis zu 2 Charaktere deiner Wahl mit je 3 oder weniger Angriff auf die zugehörige Hand. Die zugehörige Hand zurück. Ich dachte, dann legt sie unter das Deck, weil es halt auch ein Sing Together für 8 ist und ich war halt voll. Aber macht Tinte, also macht es gar nicht. Ja, wirklich. Ich meine, Sing Together 8 ist ja trotzdem nicht besonders leicht zu erreichen, ne? Also, sind wir ehrlich. Nach ihr geht's immer, aber okay. Und 2 Karten. Deiner Wahl vielleicht für lila, grün Bounce, dass du deine eigenen Karten bounst? Für grün-blau Ja, vielleicht sogar schon fast. Grün-blau sehe ich es auch. Da kommt man eher auf 2 Sänger, die für 8 kommen, bouncen und dann Bend to My Will. Wird da aber auch nicht wirklich gespielt. Also. Ja, also wie viele Runter weißt du mehr, kann jede Karte auf die Hand zurückgeben, oder? Ja. Guck mal, kostet 3, ist annimmt, okay. Das ist doppelt so viel, 6, weil es annimmt, ist okay. Könnte für 2 irgendwelche Karten bouncen, wäre das mathematisch fair. Change my mind. Warum diese Beschränkung mit den Stärke 3? Weil Bouncen ist in Lokana nicht so stark, weil Karten ausspielen in Lokana so stark ist. Ja, das Es gibt einfach viele Karten, die will ich ja gar nicht Ja, bouncen. ist Ja. voll okay eigentlich, weil, ja. Theoretisch könnte sie auch 6 kosten und immer noch 2 irgendwas werden. Ja, genau. Zurückgeben. Easy, ja. Ja. Easy. Einfach irgendwie schon wieder ein bisschen dumm. Damit bin ich davon weg. Und dann hatte ich über Zieh den Hebel und das war der falsche Ja, Nachtrag. auf jeden Fall. Die brauchst du. Instant, 4-mal. Ja. Auf jeden Fall. Green Purpose hat ihm unbesiegbar. Also, für das Zielsong Ja, gewinnt dagegen, aber unbesiegbar für sämtliche andere Decks. Ich finde es Ja, erstmal all day richtig gegen Green cool, dass die beiden Karten zusammenpassen. Mega witzig, ja. Dass man da auch endlich mal so richtig Synergie hat. Gut, gibt's auch mit ein paar anderen Karten, aber das ist halt das Lustigste auf der Welt. Ja, und Weil sie das gehören auch- ja wirklich zusammen, Und ne? weil es so zum Film so richtig Genau, das passt. passiert genau hintereinander. Zieh den Hebel und das war der falsche. Pull the lever, Kronk. Ja. So. Also die eine kostet 3, macht Tinte, zieh den Hebel, wähle eine Möglichkeit aus, ziehe 2 Karten, gute Möglichkeit. Oder alle gegnerischen Mitspielen wählen ihr eine Karte aus ihrer Hand und werfen sie ab. Ja, das ist Das ist eigentlich genau das, was du dir vor ein paar Videos für Lila-Grün gewünscht hast, weil es eine gute Aktion für Diablo ist. Genau. Es ist halt eine Mischung aus diesem Discard, das Name, jetzt haben Chill und Friends. Genau. So, dass es halt ein Lied ist. Und es ist lila-grün, das heißt nicht zu overpowered. Ja, es geht Und dann gibt es noch, das war der falsche, kostet auch 3, macht Tinte und hat, wähle eine Möglichkeit aus, schicke einen Charakter deiner Wahl auf die zugehörige Hand zurück. Als Aktion, ne? Das ist ja wie Mutter weiß mehr, nur halt Tintbar, kein wie wir es auch immer Tintbar. gewünscht haben. Und lege eine Zieh den Hebel-Karte aus deinem Ablegestapel unter dein Deck, um einen Charakter deiner Wahl unter das zugehörige Deck zu legen. Ja, das passiert mir all day. Das ist All Removal. day. Ja, Sharky und das Wieso Deck. überlegst du überhaupt? Naja, weil du 8 Aktionen dafür ins Deck tun musstest.
Aber Ja, du hast perfekt. doch Diablo Dir fehlen ja drin. 2 Ja, Aktionen. aber der Diablo kann es nicht sehen. Gesagt ist fein, alles gut. Wird Es ist egal, dass Diablo es nicht sehen kann. Aber geiler, wenn das sehen Du kann. kannst aber zieh den Hebel ja auch abwerfen mit Diablo und dann diesen Dings machen. Und Das ist tatsächlich geil. Ja, das ist Ist egal, es Ich ging ja, stell das jetzt jeweils es viermal. ging ja nicht es ging ja nie ums Singen, weil Diablo ist ja nicht gut, weil er so viele Lieder singen kann. Er ist besser, je mehr Aktionen man im Deck hat. Man sagt immer so 16 und das Problem in Lila-Grün war, es gab nur Trash-Aktionen. Es gibt Friends, war okay. Und wenn man wirklich auf Discard geht, halt durchbohrender Blick und Man hatte keine Hypnose, Wahl. das Durchbohrender war's. Blick musste Man hatte rein, keine weil alles Wahl, man musste andere macht ja. keine Ist Tinte. auch immer noch drin. Also musste man durchbohrenden Blick reintun, weil es wenigstens irgendwas ist, was Tinte Ja, man musste noch viel mehr Trash reintun. Man musste Hefferlumps reintun oder dieses Einser improvisieren. Man musste richtig viel Trash reintun. Jetzt Ja. musst du 0 schlechte Karten ins Deck tun. Deswegen ist Green Purple Ja. gerade eins der Main Decks. Das ist übertrieben mega heftig. Und ich hasse es übertrieben doll. Ich gebe auch Viel viel. schlimmer als denn je geworden. Ich habe noch keine einzige Runde gespielt seit dem neuesten Set. Gut. Ich auch nicht. Ich warte immer, bis es sich so ein bisschen legt. Mhm. Was aber auch ein bisschen dumm ist, weil mein Deck zurzeit super stark ist. Also ich habe mir, Steel Song, Ja, aber wieso ist es dann dumm? dass ich nicht spiele, ist dumm. Ach so, ja. Ja, das stimmt. Weil für mich gab es ja den Hamster, den habe ich auch sofort 4-mal gekauft, weil ich mir dachte, Übertrieben. der kann nur besser werden, teurer werden. Soll ich mal raussuchen? Ja. Das ist der, wie heißt der denn nochmal? Dino, ne? Dino? Dino, Der- Rhino, ja. Kostet 4, macht Tinte, hat 4 Angriff und 3 Abwehr und Robust 2, wenn er keinen Schaden Ja, hat. und das ist einfach eine Und er kriegt nicht so schnell Schaden, wenn er Robust 2 hat. Das ist einfach zu stark. Er macht 2 Legenden und er shiftet für 2. Ja. Und es gibt einen 1er-Dino, der auch noch einen guten Effekt hat. Was war das nochmal? Minus Wenn er eins. ins Spiel kommt, macht er jemanden -1 Angriff Mhm. bis zu meinem nächsten Zug. Das bringt sogar ein bisschen Ja, was. das ist schon ganz geil. Also on the draw bringt das ein bisschen was. Und also dieses Robust, das hat er halt immer, wenn er auf 2 shiftet, machst du nicht mehr als 2 Schaden. Du machst halt 0. Ja. Bis ich weiß nicht, das früheste, wie ich den rausnehmen kann, ist Maui auf 5. Ja. Man hat er schon für 6 gequestet. Er questet ja auch noch für 2. Er ist ein High-Quester. Und er er ist robust, er kann ist ein singen. Handgreifer. Er kann singen bis zu 4. Er ist halt alles. Genau, Alles, was man sich- den habe ich gekauft. Gleich zu Beginn, als das Set rauskam, hat der 1 Euro gekostet. Und ich dachte, super rare, 1 Euro wird auf jeden Fall in jedem Amber Steel Deck gespielt werden. Mhm. Kaufe ich 4-mal, ich weiß jetzt nicht, ist er hochgegangen? Mit Sicherheit ist der hochgegangen, müssen wir gleich mal gucken. Und selbst wenn, dann wird er irgendwann hochgehen, weil spätestens, wenn die ersten Turniere stattfinden, das fängt ja jetzt so langsam an, da ist D-Song schon immer weit oben. Jedes D-Song-Deck hat dann diesen Hamster drin und dann, das treibt halt den Preis dann nach oben. Also die Ja, Pro-Player, das erste ja, Bestellen, wenn man so- Bestseller direkt. Geh mal So- drauf. so- Ja, aber das ist ja dann mit den anderen Ländern immer noch so mit dabei. In Deutschland muss man schon wahnsinnig weit Ja, scrollen. Richtung Scrollen. 6 Euro. 6 Euro. 6 Das heißt, ich habe ihn für 4 Euro eingekauft und jetzt würde 4 mal 6 sind Ja, 32. 24. 24? Ach, ich bin so schlecht in Mathe. 24 Euro, das heißt, ich habe 20 Euro gespart. Jo. Guter Preis. Ja. Und ich habe ihn halt 4-mal drin. Ich habe jetzt noch nicht damit gespielt, aber ist ja egal. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal gekauft, weil ich weiß, selbst wenn er nicht in meinem Deck landen wird, war es keine schlechte Investition. Ja, voll. Ach, und Robust 2, sind wir ehrlich, was soll ich denn? Da rennst du mit 3er rein, damit das Robust 2 weggeht, der Ja. stirbt auf jeden Ja. Fall. Und da da hat er noch zwei musst du noch Dreier reinzuschicken, weil die 4 das ist Angst zu und viel. bleibt, ja. Dafür, dass der sofort kam und schon abgequestet hat ohne Ja. Ende. Und da liegt ja noch mehr bis zu dem Zeitpunkt. Da liegt noch so Oder viel, halt um was Zeus kümmern gefunden muss. hat, Ja. ne? Ja, sorry. Turn zwei. Ja, ist halt Ja, so. Turn 2 Zeusing ist schon geil. Ja, die Frage ist, worauf in dem Fall? Also so. Auf deinen Diablo? Einser-Diablo, Ja. wenn sie so eine Karte. Ja, also das ist wirklich insane. Den habe ich mir gekauft. Ich habe mir noch, ich habe mir eine Kammen bestellt 4-mal. Das war vielleicht ein bisschen unnötig, aber ich habe mir keine Displays geholt, dieses Set. Das war diese Mutter Darling. Ich glaube, die heißt nur Darling. Die kostet 5, ist gelb, macht Tinte und wenn sie ins Spiel kommt, gibt sie einem anderen Charakter 2 Legenden. Die hat 4/4, das heißt, sie kann A Whole New World singen. Sie kann mit 4/4 wenigstens mal ein bisschen was raustraden, ein bisschen was aushalten, was irgendwie mit meinen gelben Charakteren wirklich rar ist. 4 Angriff ist da schon mit dem Hamster und mit dieser Darling Gar keine Probleme mehr. voll die Angreiferin geworden. Und mein Problem war, dass Steel Song hat kein Instant Lore. Das heißt, ich verliere schon mal mit 19 Legenden. Und wenn ich jetzt so ein Pit hinlege
und dann nur auf 18 gehen würde, denkt sich vielleicht mein Gegner, ach komm, die hat kaum Handkarten, die kann jetzt nur auf 18 gehen, was soll Pichu machen, da mache ich doch jetzt kein Hades drauf oder was weiß ich was. Dann kommt Darling und dann kostet er für 3. Ja, richtig gut. Richtig cool. Also habe ich einfach mal 4-mal bestellt für und die Werte 2 sind Cent. auch gut. 4,4 und Ja, auch ja. so, ne? Also alles an der Säule. Das, wenn sie Ja. Platz findet, meistens ist ein Season jetzt gerade noch alles super rar, ne? Also jetzt besonders, wo man den Dino Reno hat oder wie auch immer Ja. der Hamster heißt. Also ist schon heftig jetzt. Jetzt ist wirklich richtig, richtig Ja. gut. Ist halt die Frage, Robin Hood spiele ich dann, also ich habe es jetzt noch drin, Mhm. aber muss man irgendwann halt auch mal überlegen, ob man den noch weiter drin hat. Ach so, der rotiert ja raus. Ist egal. Du musst gar nicht so überlegen. Ja, ich Jetzt muss eh erstmal was steht das überlegen. Deck so und dann ist durch. Genau, dann habe ich mir noch Beyond Ja. the Horizon bestellt. Ist ja nur eine Ankamen. Eine Uncommon habe ich mir auch 4-mal bestellt. Das ist die Karte, die 7 Anning kostet. Man hat Sing Together, man kann das zusammen singen. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich und mein Gegner die Hand abwerfen und jeweils 3 Karten ziehen. Oder ich mache das nur für mich oder ich mache das nur für den Gegner. Also es ist viele Möglichkeiten. Dachte ich mir, kann auch nur teurer werden. Habe ich damals es ist eine Uncommon, die hast du für 20 Cent gekauft. Aber schadet nicht, sie zu haben. Und dann habe ich noch die Namari-Aktion gekauft, die 3 an Ink ist. Eine Aktion eigentlich für Steelsong, ja, ne? Ist halt kein Lied, macht man eigentlich nicht rein. Aber ich denke mir halt, erstens, eine gute Karte einfach. Ich spiele generell graue Decks, das schadet nicht, die reinzutun. Zweitens kann sie Ursula mir nicht abwerfen. Also, Was macht die nochmal? die macht, die ist wie Chef. Wenn du diese Karte spielst, kannst du 3 Karten ziehen, wenn du keine Hand hast. Oder du wirfst deine Hand ab und ziehst 3 Karten nach. Mhm. Das heißt, wenn... Für jede Ach so, für jede Deswegen, Einnahme. das kann ein bisschen schlecht sein, wenn du so Ja, aber kann dann- auch gut sein. Im Ziel zum Beispiel hatte ich super viele teure Karten drin, hab die abgeworfen und lieber 3 gezogen, die mir was gebracht haben. Ja, oder Alex abwerfen, ne? Genau. Ja, klar. Ich meine, nur bei Doc ist es, wenn du noch eine hast, siehst du trotzdem 2. Der Ja. macht wenigstens meistens Plus, aber manchmal auch gar nicht. Ja. Also ich finde die richtig cool, richtig gut. Ich habe auch mit Blue Steel mit der experimentiert. Ich bin aber einfach zu schlecht für Blue Steel oder kein Bock, zu viel Die habe Zeit ich aber da auch, zu investieren. die habe ich gekauft, auch für 1 Für Euro. alles. Ja, genau. Und die ist jetzt auch schon bei wieder 4 oder hochgegangen. 5, ja. Da haben wir auch die Enchanted zugezogen. Habe ich Ja, mich sehr das drüber ist sehr gefreut, cool. weil ich glaube, die wird Play sehen. Ja, denke ich auch. Am Anfang, das ist auch ein gutes Beispiel, eben Chef, ne, das ist der graue Charakter, der 2 kostet. Haben wir auch sofort gesehen, ja. Genau, der kostet 2, hat 1, 3 und wenn der ins Spiel kommt, kannst du deine Hand abwerfen, 2 Karten ziehen. Und da habe ich mir halt am Anfang keiner über den geredet. Ja. Ich dachte mir, das bedeutet doch einfach, ich spiele, wenn ich keine Handkarten mehr habe und darf 2 Karten Und der ziehen. kostet ja nur 2. Und Ist ich ja habe den damals für 30 Cent gekauft und danach ist er irgendwann auf 5 Euro gegangen. mehr, 6, 7. Also Ja, irgendwann ist er 10 auf dem sogar. Peak ist er dann auf 9 Und das war zum Ende des Sets, deswegen, das ist ja das Thema heute. Wir haben die am Anfang gesehen, ich glaube einmal gezogen. Das ist nämlich auch so eine Rare, die selten vorkam. Die hast du nicht oft gezogen, deswegen sind das auch auf die ein bisschen mehr wert sind, wenn die Play sehen. Und wenn du die gleich am Anfang kaufst für, ich meine, was ist 1 Euro, was sind 60 Cent, ne? Mal 4, was auch immer, oder Ja. mal 3, wenn du sie schon gezogen hast. Und am Ende ist es war so unfassbar spät, wo der Play gesehen hat. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Akro-Stil, Ember-Stil Akro überhaupt kam, ne? So Digi-Hole oder so. Ja, ich glaub, Ne? Als das mal rauskam. Mhm. Ich glaube, als das rauskam, ist der dann hochgeschossen und alle wollten ihn haben. Aber es hat wirklich lange gedauert. Also ich glaube, den ganzen Zyklus vom Set hat's gedauert. Und das will man auf jeden Fall selten machen, aber das ist ja auch noch ein Mail-Effekt. Du kannst es ja tun, ne? Also du musst es ja nicht mal machen. Wie gesagt, will man ja nicht. Ja, viele spielen ihn aus, weil sie einen Summer auf der Hand haben und spielen ihn dann erst mit dem Effekt. Genau, das ist natürlich möglich, wenn Ja. du ihn nutzt. Ja. Wenn du in der Klammer hältst, du müsst es abwerfen. Das macht ja nochmal eine ganze Ecke geiler. Genau, ja. Ich hatte das auch in Set 2, weil ich Seasong da schon gespielt habe ich mir sofort 8-mal. Ich habe mir 8-mal Herz aus Stahl gekauft. Stimmt. Für nicht mal 1 Euro. Weil die hat damals keinen Play gesehen. Das ist ja der Song, der 3 kostet Tinte macht. Je nachdem, wie viele Charaktere du hast, kannst du Schaden auf einen Charakter machen. Und damals hat man den Steelsong noch nicht, also weiß ich nicht, man hat halt gerade angefangen mit Cinderella im ersten Zug. Die Leute haben das noch nicht so gesehen, dass man diese Karte spielen könnte. Ich habe sie 8-mal gekauft und jetzt ist die
15 € pro Stück Das wert. ist richtig mega teuer, also übertrieben teuer. Also als wir den Peak hatten, letztes Set mit Blue Steel, mit Bell, da ist die noch mal hochgegangen. Ja. Seitdem ist sie bei über 10 € oder so, ne? Ja. Also das war richtig krass und wir hatten sie zum Glück noch von Steel. Also ich gucke halt immer, welche Karte könnte für mein Deck gut sein. Bei Herz aus Stahl zum Beispiel war es Cinderella, kann es singen. Generell mit Ariel kann ich es rausholen aus meinem Deck. Und es ist mal ein Song, der Tinte macht. Ja, das war der Es ist erste für und Grau, einzige auch. genau, das ist für Grau einfach, das gibt es einfach nicht. Also dachte ich mir auch, wenn das jetzt gerade keiner spielt, muss es irgendwann gut werden. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt dieses Set zum Beispiel, Roman und ich zusammen, 30 € ausgegeben für die Karten, die wir brauchen. Ja, Inklusive vielleicht Versand. gebrauchen, genau, also mit, ne, ja. Ja, vielleicht brauchen wir es einfach Ja, nicht mal, alles. also auch so ein paar Sachen, ne, die wir vielleicht trotzdem nicht spielen. Ja. Aber genau, 30 € mit Versand. Welche Karten hast du denn das ist geholt nicht für viel. deine Decks? Geholt für das, was ich, also für mein richtiges Red Blue habe ich nur die, wie heißt die Kommode habe ich gekauft, weil ich die in Items immer noch sehe, aber ich spiele halt gar nicht mal so viel Items. Ich denke aber für Heavy Item Decks und so ist die immer noch ganz gut. Was macht die? Tappen, das Item abwerfen und 2 Karten ziehen ist okay. Sie hat 3/4 und deswegen ist es in Ordnung. Leute sagen immer Hiram für Arme, aber im Item-Bit ist das schon in Ordnung. Hat auch seine Vorteile mit dem Discarden. Fürs normale, fürs Burn, Red Blue mit was auch immer Deck war zwischendurch mal Lilo. Konnte man sich überlegen, hatten viele auch mit rumgespielt. Wir haben die einmal gezogen, aber ich habe es nicht mal versucht. Also mir war 20 oder auch 12 € zu teuer. Das war es mir nicht wert, weil ich nicht so sehr daran geglaubt habe, dass sie steigt und dass die wirklich playable ist. Jetzt weiß ich auch nicht mal, ob sie gefallen ist, aber sie sieht kein Play und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das in nächster Zeit ändert. Die ist halt ein 5. bis 8. Maui, aber brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich aber nicht unbedingt. Aber gute Picks, die wir sonst noch hatten. Tamatoa, letztes Set war ja safe. Das wussten alle von Tag 1. Der ist sofort hochgestiegen. Das war ja kein Secret-Pick. Aber wir haben zum Beispiel auch den Dagobert, den Legendary, sofort gesehen. Den haben wir dann relativ schnell gezogen zum Glück. Ansonsten hätten wir ihn auch im Playset gekauft für am Anfang 16, 17 €. Dann ist er auch schnell auf 30 hochgeschossen, 40 vielleicht sogar, auf jeden Fall 30 ungefähr. Weil ganz am Anfang mit Items und so, als Hiram vor die Sphäre noch nicht gebannt war, der war sofort insane. Also sofort für Blau-Grau und eigentlich auch Blau-Rot. Der ist immer noch gut in Items-Bild, in den Red Blue Item Decks wird er 4-mal gespielt. Fertig. Ja. Also, klar. Aber das Ganze kann auch genau im Gegenteil passieren. Ne? Ich muss da an Ginny Wunsch erfüllt denken, da wo du halt die Karte ziehst, dass du den ausspielst, 2/4 wendig. Wo alle sofort, das ist die krasse Karte auf der Welt und die ist ja auch mega heftig so. Aber die ist preislich total gestiegen und dann haben viele Decks gemerkt, ja okay, passt bei mir doch nicht so rein und dann ist der Preis auch wieder total abgefallen. Das heißt, Ja. ich glaube, es lohnt sich auch am Anfang zu gucken, wie viel ist die Karte gerade wert und dann auch wirklich zu überlegen, ist es halt wirklich die 12 bis 20 € wert. Deswegen hat Roman sie ja zum Beispiel nicht die Nilo gekauft. Die war jetzt 19 € und dafür, dass es sie vielleicht nicht im Deck landet, ist 20 € einfach Das ist zu viel. Ja. Und Jenny haben wir damals gekauft. Den haben wir für 5 € gekauft. Ja, wir haben ihn einmal gezogen und Ja. 3-mal für 5 € im Place. Das war richtig günstig. Das war echt nur 1-2 Tage wurden noch Genau. 5. Weil ich kenne einen, der hat ihn, glaube ich, für 2 € oder so gekauft. Also das muss die erste Sekunde sein oder die Ja. ersten, die reingestellt wurden. Wo ich den geguckt hatte, war so bei 15 oder so und ich Mhm. habe ihn dann im Endeffekt für 8 irgendwann geschossen. Also bei 15 Ich glaube, er ist jetzt aber auch wieder bei 10, 12 immer noch so. Ist immer noch gut, weil jetzt so Also viel Blurple und so gespielt. Für Blurple ist der essentiell, genau. Aber sein Peak waren über 20, glaube ich. Ich glaube 22 nur für eine Rare. Das ist Ja. schon insane viel. Aber Das den konnte ist man echt auch nicht viel. ziehen. Nee, genau, das war auch eine Das seltene war Rare. Das war eine eine seltene Rare. Die hast du nicht so oft gezogen. So wie ganz damals zum Beispiel Flynn Rider und die 3 Hansi so und so. Die waren relativ selten für Rares. Die waren auch immer so bei 7, 8 €. War halt viel. Ja, so für, ne? das stimmt, das Hast stimmt. Play gesehen. Du hast sie auch zusammengebraucht. Die Sisu hatte ich auch gekauft. Das ist ja die Dreier-Rote, die je nachdem, wie viele Handkarten der Gegner hat, hat sie mehr Angriff. Mhm. Da dachte ich mir, die ist einfach zu Die haben stark. wir ein paar Mal geholt. Die habe ich auch geholt. Ja. Flynn Rider genauso, einfach weil du Flynn Rider bist. Ja. Und auf was ich am meisten stolz war Maui. Ja, das war schlimm. Von Das war Set 1, der Maui. Rush hat, ne, der reinkommt mit Classic. rasant.
Den habe ich gekauft für 1,80. Ja, für Viermal. 3-4 Mal am Anfang, als wir so gemerkt haben, als das mit Ruby Amethyst los war. Ne? Nicht nur Erstes das, Season, sondern einfach, was ist das für eine Karte? Der kommt mit Rasant rein. Die habe ich am Anfang noch 6, übersehen. Wir haben den nur einmal gezogen, weil der war auch selten. Der war auch so teuer, weil er auch so selten war für eine Rare. Der hat mir einmal im Orden und ich habe ihn voll überblättert. Und als du das erste Mal gesagt hast, der gut ist, und ich mir richtig durchgelesen hatte, konnte ich gar nicht glauben, was da alles steht. Okay, er ist Timber, kostet 5, er hat 6,5 und er kann sofort reinlaufen. Ja. Und als ich dann noch erfahren habe, dass der auch noch singen kann, Genau, weil habe Impulsiv ich ja ihn gar nochmal keine Bedeutung 4-mal hat. gekauft. Also ich habe 8-mal Maui für je 1,80. Und der war ja von den Werten her damals nahezu unschlagbar. Der ist immer noch unschlagbar in jedem Ja, weil man jetzt gerne kommen, was das hoch war, der Drachen. Ja, den habe ich auch gekauft. Ja. Aber als der war ja immer sehr teuer. Mhm. Dann ist er irgendwann runtergegangen, als Rot-Blau den nicht mehr gespielt hat. Dann habe ich ihn nochmal gekauft für 15 € das Stück. Das ist schon ein bisschen wie Aktienhandel, ne? Ja, schon. Ja. So, je nach politischer Lage steigen und sinken die dann halt auch wieder. Das ist schon wirklich. Ja, jetzt kriegt man ihn in der Set-Champs von Set 9, deswegen war das jetzt nicht die beste Investition. Aber die beste sonst war Clarabella, glaube ich, so war Ja. auch so ein Instant-Pick, ne? Sofort Das gesehen ist die hast. Legendary, die 7 kostet, shiftet für 5 und hat 5, 6 gute Werte, ist grün. Ja. Macht 2 Legenden und hat den Effekt, am Ende deines Zuges kannst du so viele Handkarten ziehen, wie dein Gegner Handkarten Das hat. klingt schon nach dem Am Ende meines Spaß. Zuges, dass ich dachte, ich habe den Verstand verloren, weil ich nicht verstanden habe, warum keiner diesen Effekt wahrnimmt. Weil am Ende meines Zuges, das können sie ja nicht aufhalten. Es gibt keinen Wenn man Schnellzauber. zieht, das passiert sofort auch. Ja? Das ist ja ein Ich mache meine Hand leer und dann spiele ich halt Clarabella und was will der Gegner tun? Ich krieg alle seine Da haben wir Handkarten. noch so lange diskutiert auf der Couch, hey, die kann doch nicht schlecht sein. Kaufen sie Also, oder nicht für 8 Jetzt mal Real Talk, wenn es nicht Clarabella wäre, sondern irgendein coolerer Charakter, wäre die Karte auch immer noch Ist so, das ist Sexismus ist der Das Grund stimmt. dafür. Weil es hat auch niemand drüber geredet. Also niemand von Leuten, die ihr kannt, niemand so, also das war schon sehr früh zum Set. Ja. Also es war auch so, dass wir haben es dann gekauft, 3-mal und am nächsten Tag ist sie hochgegangen. Ja. Das war wirklich sehr, sehr Ich habe knapp. beim Das geht schnell. Discord bei uns in Hamburg dann noch Ja. geschrieben, Leute, wieso kostet die nur 8 €? Die ist doch voll gut. Ich kann doch super viele Karten damit ziehen, wenn es gut läuft. Dann haben ein paar die noch gekauft, auch für 8 € und einen Tag später ist sie auf 35 hochgegangen. Ja. Und dann hat sie sich so auf 25 eingependelt. Ja. 35 war sogar beim Peak. Genau, als es dann losging, das waren ja die Ja. ersten grün-blau-Decks dann, die Leute vor Fun dann gespielt haben, ne? Ja, also nicht nur wegen den Bounce, ich dachte mir auch gleich was mit Fischgrill und so, ne? So richtig schön die Hand vertinten und dann alles nach. Und voll gerne, es gab ja auch voll Ja. Gerne gab's auch direkt, kam da mit raus, ne? Ja. Kam gleichzeitig, ja. Und jetzt das Achterlied. 2 auf die Hand. Clarabella Inc. Ja, sie hat eine Ding. Nein, kannst du nicht. Das wäre gut. Wenn es ein 7er Song wäre schon besser. Ja. Wäre schon deutlich. Das war Und dann wird Clarabella singt das auf der Karte. Genau, also auch so, genau, im nächsten Zug, Ja. du legst, ziehst nach und dann legst du das Ding, zieht aus. Schiff, Schiffen, du denkst da, Aber 8 macht alles kaputt. 8 macht alles kaputt. 7 perfekt. Ja, aber generell, glaube ich, kann man sagen, guckt euch die Karten an, überlegt erstmal, welche Karte, also bei der Spoiler-Season schon, ne? Wir gucken uns bei der Spoiler-Season, ich freue mich dann ja auch, guck mir die Karten an, überlegt mir, nicht bei Spoiler-Seasons in der Regel? ja, bis ich merke, dass nichts fürs Season kommt, freue ich mich auf die Spoiler-Season, naja. Ich gucke mir die Karten an und denke mir dann irgendwann, könnte die in irgendein Deck reinpassen? Kann die in Ruby Amethyst reinpassen oder in Steel Song oder in Rot-Blau? Gibt ja auch Karten für dieses Deck. In Lila-Grün. Und dann muss man sich halt überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Karte in ein Deck kommen wird und für wie viele Deck. Eine Dual-Ink-Karte zum Beispiel kann ja in weniger Decks rein als eine Mono-Ink. Also eine gelbe Karte kann in jedes gelbe Deck. Eine gelb-graue Karte kann nur in gelb-grau rein. Also wird der Wert ja wahrscheinlich nicht so hoch sein wie bei einer monogelben Karte, die denselben Effekt hat. beziehungsweise Farben, die häufiger gespielt werden, wie zum Beispiel lila Karten, ist ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Karten häufiger gekauft werden, weil einfach lila häufiger verbaut wird. Mhm. Ja, Genau. nochmal wichtig. Ja, also, ja. Ich denke halt, man kann auf die Statline mal gucken. Zum Beispiel, wenn eine Karte 3 kostet, sollte sie möglichst 3/3 haben. Ja. So, ne? Wie zum Beispiel Perfekt. Pete, wie zum Beispiel die weiße Rose. Da gibt noch mehrere Beispiele, fällt mir gerade keine ein. Und da finde ich, ist Cloud Wolkenflitzer zum Beispiel eine Karte, wo man sich denkt, warum hat der nur 2/2? Kid Wolkenflitzer. Ach so, Naja, weil er auch einen Effekt hat, ne? Naja, und Ja, wie doch. Pete hat den besten Effekt. Ja, Und das weiße Rose. Das stimmt. so, Eine ne? weiße Rose noch so, okay, aber trotzdem gut, trotzdem solid. Pete geisteskrank übertrieben, dann müsste 1/1 haben. Ja. Wenn überhaupt. Ja, Absolut Pete. mega Ja, frech. weißt du, das macht irgendwie Kid Wolkenflitzer direkt ein bisschen schlechter. Ich glaube, so kann man auch so ein bisschen vergleichen, das mit Karten, die es schon mal gab. So, ne, ist die deutlich drüber, Ja. ist die deutlich drunter, ist die
im gleichen Bereich. Bei Legendaries genauso. Ich denke zum Beispiel Aurora aus dem letzten Set. Alle haben die ja voll abgefeiert. Nö, du hast doch was Cooles für Steel-Song bekommen. Die 1-4er, 2 Legenden. Und wenn ich Schaden heile, kann ich sie enttappen und nochmal singen. Haben wir voll gezogen. Cool. Nee, wird 200 Mal gezogen, was auch die häufigste Energie ist. Ne? Aber Ja, kann man. da ist halt wieder so, bei Steel-Song, sie singt für 5. Ich habe andere Fünfer-Sänger, Gaston zum Beispiel hat 3-3. Der löst ein Problem, nämlich, dass er nicht durch Sisu gebanished oder verbannt werden kann und nicht durch Brawl. Und nicht durch Volkswitz. Genau. Genau, ja, ist Also wieder ein Thema. Ja. Und Ariel kann das jetzt auf die Hand Und geben. Volkswitz kann ich nicht mal traden. Genau, Gaston hat ein Problem von mir gelöst. Aurora macht Probleme, weil sie kann auch noch mit der kleinen Sisu sterben. Oder Ja, was stimmt. gezeust werden können können alle 3. Sie macht Das ist eine auch nicht- Legende das mehr, macht ja aber sie nichts. soll ja singen. Ja, passt nicht. Ne? Passt nicht. Also sie hat mir, und der Effekt ist auch so, da müssen ja ganz viele Karten rein, damit dieser Effekt passt. Vielleicht nach der Rotation, weil mir dann die guten Fünfer-Sänger fehlen. Dann kann ich sie mit reintun und damit spielen. Aber in dem Moment, ich habe sie nicht gekauft, ich habe sie dann mittlerweile ein paar Mal gezogen, aber ich habe sie nicht gesehen und deswegen dachte ich mir, ich kauf die nicht für 20 Euro. Mache ich halt nicht. Nee. Wo du gerade Rotation sagst, vielleicht lohnt es sich ja wirklich theoretisch nochmal, sich alle Karten anzugucken von den letzten 4 Sets sozusagen und dann wirklich mal zu sagen, welche dieser Karten ist jetzt zwar gerade Trash, Ja. könnte dann aber dann ist das ein Jahr, nicht mal, Ein Set 9 halt, ne? ich weiß nicht, ist das Nach Set 8. logischerweise so 5, 6 Das nächste Monate? Set. Keine Ahnung, ich weiß September? echt so schnell Müsste, schon. ja, das ist schon bald soweit. Ach so, Okay. doch, warte mal. Ja, es ist September, weil es genau nach meinem Geburtstag ist, damit ich keinen Spaß mehr mit meinem Deck habe. Das ist gut. Ja. Aber da ist auch wieder so, wie du sagst, guckt euch die Karten dann an. Welche Karten gibt es ab Set 5? Set 5, Set 6, 7, 8. Genau, kennt man Was gibt es? Ja, genau. Clarabella ist jetzt vielleicht günstig, muss ich mal gucken. Die wird noch spielbarer werden, weil sie zieht Karten. Alle anderen Karten, Rapunzel fliegt, Diablo Der fliegt. ganze Discard direkt geht weg. Genau. Ne? Irgendwie muss Spielst man du ja... nicht, weil du Discard bist. Weil Ja, ich man so muss ja Karten ziehen Genau. irgendwie. Ja. Also muss man ja irgendwelche Karten, die Karten ziehen, kaufen. Das ist generell immer ein guter Effekt. Zieht die Karte Karten, dann ist sie vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das trifft, glaube ich, ja. Ja. Ja, also relevante Karten, die ihr jetzt noch nicht habt, die aber seit 5 oder drüber sind. Ja, und wenn ihr die spielen wollt, ist natürlich auch Ja. wichtig, dann natürlich noch kaufen, solange es günstig wird. Weil wenn die wirklich spielbar sind, dann noch seltener. Also Clarabella ist tatsächlich ein gutes Beispiel für After Rotation. Das könnte sehr, sehr wichtig werden. Und es kann sehr gut sein, dass die dann eine unserer wenigen 40, 50 Euro Karten noch ist. Ja, auch so wie, wir wissen ja noch nicht, was gereprintet wird, aber zum Beispiel, wenn Pop ein Reprint sind, dann wird der aktuelle Pop, ja, Tatsiatelle. dann wird Tamator auch immer noch da bleiben, wenn nicht sogar schon wieder steigen, weil dann wird er auch geisteskrank wichtig bleiben. So eine Karten halt. Eine Enchanted Tatsiatelle wäre schon schön für dich, ne? Ja, zum Beispiel, auch cool. Und generell wichtig, also auch abseits Rotations gilt zumindest zu sowas auch immer der wichtige Satz des DKP. Wenn ihr ein neues Set rauskommt und es euch nur um das Deck geht, was ihr selber spielt und es weiterspielen wollt, dann müsst ihr immer nur beachten, ist irgendwas, was rauskommt, Power Creep? Zum Beispiel Sail war ein Power Creep zu Tipo und zu schnell weg. Es war einfach besser. Es ist einfach besser als Tipo, deutlich. Ich ziehe und kann es noch vertinten. Das ist noch eine Aktion. Das ist richtig gut. Oder löst die Karte ein bestehendes Problem, das ich habe. Löst die Karte irgendein Problem. Zum Beispiel, meine Charaktere sind zum Beispiel alle so angreifbar für Sisus und so kommt jetzt vielleicht mal was mit 3, 4, 5 Angriff raus, die trotzdem in mein Deck passt und alles singt und sonst was macht. So eine Sachen. Rhino zum Beispiel, ich finde, der Dino löst ein Problem. Mit seinen 4 Angriff auf Zug 2, weil das Problem für Steel-Song ist, die ersten Turns, die haben alle 1, 1, 2, 2 Angriff. Und wenn du in Zug 2 schon mit 4 Angriff kommst, löst das viele Probleme. Ultra cool. Robust auch noch. Nimmt alles raus. Und auch gegen Orte kannst du mal ein bisschen combatten. Das ist schon sehr gut. Wen ich zum Beispiel nur 2-mal habe und für Steel-Song ab Set 9, also nach Rotation, mir noch 2-mal bestellen werde jetzt, weil er jetzt wahrscheinlich günstig ist Navin. Ich habe ja nicht mehr so viele Sänger. Der kostet 4, singt für 5 und hat 3, macht 2 Legenden. Und wenn ich ihn ausspiele, spiele ich direkt einen Song aus. Ist halt die Frage,
Ich habe ja keine Holy Kommt World eins. mehr. Kein ein Traum wird wahr, ne? Oh, und Beyoncé nicht, das ist Aber schade. Genau. dein neues Sing Together da, das ist doch, geht doch fast in die Richtung. Das kostet aber 7 und er kann einen Song ausspielen, der 6 kostet. Ah, Ja, schon wieder knapp vorbei, ne? Die hassen Ja. das, dass man. Aber der singt doch für 6, oder? Er singt sogar für 6. Nein, er singt Nein. Singer 6. Sonst wird es ja auch alles Ich habe den Wien und 7 im Kopf. Ja, passt nicht zusammen. Er sagt, zweimal kommt die 6 vor in seinen Effekten. Ja, gut. Alles mit 6. Ja, aber ich würde ihn wahrscheinlich trotzdem bestellen, einfach weil ich mir jetzt vorstelle, dass er jetzt günstig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er teuer ist. Soll ich mal nachgucken? Da gucken wir gleich mal nach. Und irgendwelche Singer brauche ich ja, die nicht Aurora sind. Und Prinz hat ja eigentlich eine geile Karte. Welche Karte wahrscheinlich auch insane teuer werden wird, ist der gute alte Hai. Der bleibt legal. Ich denke, die Werte sind immer noch okay. Zeus rotiert raus. Ja, oh, gut. Oh. Rattenzahn auch. Oh. Oh, kann mir jemand ein Deck geben, ich meine Hand auf. Egal, super schnell sein wird es ja sein. Ne? Also ich denke mal, sowas wie Amber Steel, Agro wird weiterhin valid sein. Die Chandler Dogs sieht man jetzt gar nicht, obwohl die guten Support bekommen haben. Aber nach Rotation laufen die einem davon. Ja, kaufe ich die Hunde. Die kaufe ich mir jetzt auch. Spieler, ne? Ja, wobei Susi voll teuer, ne? Die neue Susi, die, wenn du die ausspielst. 3 Stück für 6, das könnten deine 3 sein für dein Playset. Oder hast du sogar ich 2? habe 2. Oh, Bestell mal cool. gleich welche. Also ich bestelle welche. Ja, Navin gerade 6 Euro. Kaufe ich zweimal. Ja, Schaff ich. Aber Ja, jetzt muss man überlegen, jetzt ist noch die Zeit, ne? Jetzt ist noch Ja. die Zeit, was rotiert raus, was nicht. Ja, die neue Susi meinte ich. Die kommt für 3 und dann kannst du noch einen Charakter für 2 ja, ausspielen. die ist Umsonst. übertrieben, Mann. Das ist das. Übertrieben, Also- hasse ich überall, das ist mega schlimm. Habe ich auch überlegt. Eigentlich will ich sie mir kaufen. Sie ist halt gerade teuer. Das ist da etwas, das ist so ein Ginny. Mhm. Die wird wahrscheinlich nicht im Preis sinken. Aber irgendwie habe ich sie jetzt gerade noch nicht im Deck und da bin ich jetzt gerade noch am Überlegen. Kaufe ich sie jetzt? Sie wird wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass sie sinken wird. Ich auch nicht. Also nach der Rotation wird die ja erst recht Ja. ultra OP sein. Ja. Die ist ja schon mega OP. Also kaufe ich die wohl auch. Weil Daisy rotiert nicht raus und so, ne? Ja, doch, also für diese Akro-Decks ist das doch insane, man. Übertrieben. Einfach nochmal, auch noch so eine, Ja, ich jetzt nochmal so für Dreiecksfester oder irgendwas, was du so raushauen kannst. Zu Was ist heftig. das? Also wie Ja. gesagt, ich merke es ja den ganzen Tag. Ja, hattet ihr irgendwelche Ideen, wo ihr gesagt habt, hab ich günstig eingekauft? Habe ich denn günstig, nein, teuer wieder verkauft? Oder welche Karten, wo ihr sagt, das ist für nächstes Set? Oh ja, erzählt mal in den Kommentaren, ob ihr auch irgendwas viel zu teuer gekauft habt oder sowas. Ja, Ja. mein, der war nicht mega teuer, aber auf jeden Fall Fairkauf war Tiana. Also das Die hast du gekauft. ja, heilig sag mal. Und ich glaube 15 Euro das Stück oder so. Oh, Ja, das ist aber ja. so. Ey, aber schön für die Person, die 15 Euro. Ja, irgendwas 90. Aber das, ja, ich hatte, also die so in meinem Kopf, weil ich dachte noch, angreifen ist stark in Lokana. Falsch. Naja, wenn das Banishment jetzt bald weg Jo, ist das vielleicht wieder kommt. stark. Vielleicht wird die ja Nur gut. ein- Vielleicht wenn grau-rot ein Ding wird, Ja. ja, dann musst du immer, das Warum grau-rot? grau-rot angreifen. Und wenn du dann halt eben, du musst ja durch 2 oder Jedes Deck wird jetzt ein Angriff. Jedes Deck muss angreifen. Es gibt kein Also, Banishment. Es gibt einfach kein Oh ja, Tiana. Deswegen Ja, auch Und nur Akku-Decks werden gut sein. aber- Isma. Vielleicht. Ja, die Isma Legendary, die zieht auch Karten. War halt nie so richtig gut. Tappen und dann kannst du ziehen, bis du 3 auf der Hand hast. Aber schnelle Decks, Hand leer machen. Stats sind auch gut. Sie kostet 4, ist tintbar, 3. Quested für 2, was gar keinen Sinn ergibt, weil sie einen Ja. Tapp-Effekt hat, aber okay. Also ich glaube, pauschal kann man sagen, jede Legendary, die nicht rausrotiert und Karten zieht, hat Potenzial. Oder der High ist. Oder da jetzt, ja. Ja, der zieht ja theoretisch auch eine Karte. Theoretisch, ja, genau, theoretisch. Der pickt up, ja. Mit theoretisch meine ich praktisch. King Candy. Deswegen, wir haben auch einen King Candy, habe ich ja immer geliebt, fand den so cool. Er ist leider gar nicht mal so gut. Aber vielleicht ja nach Rotation. Wir haben ihn in Enchanted einmal gekauft, weil er noch günstig ist. Oh, und wenn der Play sieht, so ein Playset und dann so eine. Aber alle finden den auch hässlich, warum auch immer. Also ich finde beide Versionen Warum? mega Hast du eine geil. Erklärung dafür? Ja, also gerade das Original hat Die wirklich Karte heißt perfekt. King's Candy Abscheulichkeit. Ja. Süße Abscheulichkeit. Süß, achso, das ist ja doch nur süß. Ja, der ist schon cool. Ja, ich hoffe, er wird es den im Playset. Das wäre das erste Mal, was ich dann im Playset Enchanted spielen würde. Einfach, weil ich seit Tag 1 an ihn glaube. Sollte das. Stell mal schnell, sonst macht DKP wieder ein Deck mit ihm und dann wird deine Lieblings-Enchanted wieder ganz teuer. Und sagt, das ist wieder seine Idee, obwohl es meine war. Ja. Arsch. Passiert den ganzen Tag. Aber ist das nicht auch seine Idee, wenn es deine Idee ist? Irgendwie funktioniert das doch jetzt so. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist DKP nicht auch Ronte? Ja. Manchmal auch heißt er auch Roman. Lass mir mal so stehen. Braucht Ja. keine Erklärung. So. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche im Dual-Dienstag und bis zum nächsten Mal. Kauft Karten günstig, verkauft teuer. Weise und Sale. Ich weiß, was das Gegenteil ist.
Mach schnell aus.